Herzlich willkommen zu meinem kleinen Video, in dem ich einmal demonstrieren möchte, wie man die Kursplanung für die Oberstufe machen kann. Ich habe hier Kurs 42 geöffnet und exportiere mir als erstes die Wahlen, am besten die komplette Blockung. Ich habe das jetzt gleich in meinen Beispielen leider nicht, deswegen findet er ein paar Daten nicht, das ist aber nicht ganz so wild. Im zweiten Videoteil, den ich später drehe, zeige ich Ihnen einmal, wie das sieht, wenn die Daten komplett da sind. Mein Programm müssen Sie einmal entpacken, dann entsteht nur ein Ordner, es wird nicht irgendwo eingetragen in den Systemeinstellungen. Diesen Ordner müssen Sie öffnen und darin finden Sie dann eine Excel-Datei. Die starten Sie mit einem Doppelklick. Ich habe mir jetzt hier einen Link draufgelegt, dass ich dann nicht immer in diesen Ordner reingehen muss. Im ersten Start beschwert er sich einmal kurz, dass er keine Datenbank findet und legt die automatisch an. Ich habe es leider noch nicht auf Deutsch übersetzt. Naja, ich fange damit an und importiere jetzt die Daten, die ich eben exportiert habe. Dazu wähle ich mir den Ordner aus. Bitte nicht überrascht sein, dass dieser Ordner leer aussieht. Es geht nur darum, den Ordner auszuwählen. Man sieht jetzt, welche Dateien er gesucht hat, was er daran gefunden hat. Und muss mir jetzt einen Jahrgangsnamen überlegen, wenn ich später mit Fett weiterarbeiten möchte. Wenn ich nachher mit Kurs 42 weiterarbeiten möchte, brauche ich das aber nicht, dann kann das ruhig so bleiben. Ich sehe hier alle Schüler. Es gibt hier in dem Kurs anscheinend in dem Datensatz 91 Schüler. Die Fächer sind hier schon importiert, das sind alles dreistündige Fächer. Die Abstimmenergebnisse kann ich hier auch sehen. Mathe, Deutsch, Englisch war wohl Pflicht. Hier sehe ich, wie viele Stimmen jeweils abgegeben worden sind. 12 Stimmen pro Schüler. 2 Schüler hier haben wohl gar nicht abgestimmt, sind wahrscheinlich Abgänger oder so. Ein paar Schüler haben hier nur 11 Kurse gewählt, aber das wird hoffentlich schon so richtig sein. Es sind dreistündige Kurse, ich brauche mindestens 12 Schienen, ich habe zurzeit 15 erlaubt. Diese anderen Einstellungen erkläre ich mal ein bisschen später. Wenn Sie noch keine Planung der Kurse gemacht haben, der Anzahl der Kurse, dann könnten Sie das hier machen. Hier würden Sie jetzt zum Beispiel sehen, ich habe eingestellt, 25 Schüler sollten in einem Kurs höchstens sein. Dann würde er mir jetzt hier für Deutsch eigentlich 4 Kurse vorschlagen, damit in jedem Kurs mit 22 Schüler sind. Voreingestellt sind hier allerdings nur 3 Kurse, sodass hier knapp 29 Schüler pro Kurs sind. Sie können hier jederzeit, wenn Sie möchten, diese Vorschlagsliste bearbeiten. Sie sehen, alles, was gelb unterlegt ist, weicht von dem Vorschlag des Rechners ab. Sie könnten hier einfach andere Werte eintragen, die Sie für richtig halten. Würden wir sagen, Kurse erstellen und dann erstellt er jetzt halt entsprechend neue Kurse. Er nummeriert die hinten schon durch. Die meisten waren ja eben schon da, neu erstellt hat er jetzt gerade hier diese letzten 9 Kurse, da sind ein paar Kurse dazugekommen. Wenn Sie mal wollen, können Sie natürlich das einmal hier komplett auf 0 setzen. So wird das aussehen, wenn man nämlich die Daten aus Lupo überträgt. Da sind ja die Kurse noch nicht eingerichtet. Ich überlege mir also, welche Kurse finden überhaupt statt. Da kann so ein kleiner Kurs überhaupt stattfinden oder nicht. Vielleicht ist das ja hier gar nicht erlaubt. Und ich müsste vielleicht nur 0 setzen. Aber die Kursplanung war ja zum Glück schon hier in Kurs 42 gemacht. Ich importiere mir nochmal den Datensatz, weil ich jetzt gerade ein bisschen drauf rumgespielt habe. Ich möchte das an einem Originaldatensatz zeigen. Die Kurse, die es alle gibt, waren wie gesagt hier. Die Stimmen, die abgegeben worden sind, sieht man hier nochmal. Hier ist nämlich nochmal hinterlegt, ob das mündlich oder schriftlich ist. Deswegen waren hier übrigens auch die Farben unterschiedlich, je nachdem, was das nämlich war, ob mündlich oder schriftlich. Sie können hier natürlich selbst noch Stimmen hinterlegen, wenn Sie möchten.
Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das hier mündlich oder schriftlich sein soll. Das müsste man dann natürlich noch eintragen. Das wird jetzt hier am Ende sein. Ich würde es aber, denke ich, direkt im Kurs 42 machen oder im Lupo machen. Ich nehme ich jetzt mal vorsichtshalber wieder raus, damit das der Originaldatensatz ist. Ich fange natürlich als erstes einmal an zu generieren und gucke mal, ob es geht. Grundsätzlich funktioniert es erstmal. 15 Schienen sind eingerichtet worden. Jetzt gucke ich mal, was meine Vorgaben sind. Mir wird gesagt, naja, Deutschkurse sollen aber bitte alle alleine in einer Schiene sein. Macht durchaus Sinn, weil man dann die Kursgrößen optimal natürlich setzen kann, aber bitte ein bisschen aufpassen. Ich habe hier auch Datensätze, wo ich hier so schön Mathe, Deutsch, Englisch die Kursgrößen optimal setze und nachher sind die anderen Kurse, die gelackmeiert sind, weil der Datensatz so schwer geworden ist, dass man die Kursdifferenzen nicht mehr minimieren kann. Und wenn ich dieses hier nicht mache, die nicht in eine extra Schiene setze, dann schaffe ich es hier plötzlich, alle anderen Fächer mit Kursdifferenz 1 zu setzen oder 0. Deswegen solche Sachen immer gut überlegen, ob das sein muss oder nicht. Es hat natürlich Sinn gemacht, weil man so damals per Hand sehr gut planen konnte. Heute, wo die Rechner die Arbeit übernehmen, würde ich mir sowas hier gut überlegen. Eventuell macht es natürlich Sinn für die Kursplanung, für die Klausurplanung. Die könnte vielleicht leichter sein, das kann ich jetzt so schnell nicht sehen. Da müsste man gucken, wo überall denn eine Klausur geschrieben wird, in welchen Fächern. Jetzt heißt es so schön, die sollen alleine liegen. Das kann ich bei mir nicht direkt einstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, ich suche mir hier diese Kurse raus und fixiere die in eine Stunde. Es geht ja hier um den Deutschkurs und ich sage hier bei der fixierten Schiene einfach, in welche Schiene er rein soll. Das mache ich mal später bei anderen Datensätzen. Hier mache ich mal eine andere Variante, die eigentlich ein bisschen schöner und schneller ist. Ich nehme mir einfach das Fach Deutsch und sage mal, das soll vierstündig sein. Ich nehme mir einfach mal hier das Fach Mathe und sage, das soll fünfstündig sein. Ich nehme mir einfach das Fach Englisch hier und sage, das soll sechsstündig sein. Wenn ich jetzt bei den Stunden einmal gucke, sehe ich, er hat neue Schienen eingerichtet. Die vierstündigen Fächer sollen in einer Schiene sein, die fünfstündigen eine, die sechsstündigen einer. Jetzt habe ich natürlich insgesamt 80 Kurse. Wenn ich den Schwierigkeitsgrad so wie eben machen will, müsste ich jetzt natürlich nur noch 12 sagen. Dann wären es wieder meine 15 Kurse. Ich erstelle das Ganze mal, um zu sehen, wie schnell das Ganze geht. Und würde jetzt sehen, hier sind überall genau 89 Schüler. Warum? Ja klar, weil natürlich in Schiene 15 überall Englisch ist, hier ist überall Mathe, hier ist überall Deutsch. Das hat nämlich jetzt den schönen Vorteil, wenn ich das so mache. Ich kann nämlich sehr einfach hier beeinflussen, wie groß die Kursdifferenzen sind. Ich stelle hier mal den optimalen Fall ein, dass nämlich die Kursdifferenz minimal sein soll in Mathe, Deutsch und Englisch. Bei den anderen Kursen läuft es jetzt gerade nicht so schnell, wie schwer es ist. Ich stelle es mal vorsichtshalber auf plus minus 2 und erstelle das Ganze nochmal. Bisher waren ja die Kursdifferenzen ziemlich groß. Hier zum Beispiel der Mathe-Kurs hatte Kursdifferenz hier von 10, sprich 34 Schüler in den Grundkurs 2, 24 Schüler in den Grundkurs 3. Hier gab es sogar eine Kursdifferenz von 21 in den Kunstkurs. Ich erstelle noch einmal und schaue mal, was passiert. Und sehe, jetzt ist das Ganze schon wesentlich kleiner geworden. Du kannst eigentlich mal, weil wir noch so viele Schienen haben, jetzt wohl, denke ich, auch mit 0 funktionieren. Die optimale Kursgröße machen und mal schauen, was passiert. Tatsache, maximal hier ein Schüler Kursdifferenz. Da, wo die Kursdifferenz 0 ist, das sieht man nicht. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich jetzt gleich die Schienen ein bisschen
einschränke. Da ich hier im Video alles live demonstrieren will, mache ich jetzt mal nicht die ganz harte Variante mit 9 Schienen, sondern ich sage jetzt mal, es sind insgesamt 10 Schienen, Entschuldigung, insgesamt 13 Schienen, 10 Schienen hier für den Rest, um mal nicht ganz so lange warten zu müssen, wenn ich hier Pläne erstelle. Es geht ja zum Glück immer noch recht fix bei den 13 Schienen. Und Kursdifferenzen sind jetzt plus minus 2. Bitte daran denken, es wird ja der Durchschnitt einmal grundsätzlich abgerundet und einmal aufgerundet. Das heißt also, es kann bis zu 5 als Kursdifferenz sein. So, schauen wir uns die nächsten Einschränkungen an. Die Religionskurse sollen hier alle in Schiene 1 liegen, mit Ausnahme von Religiokurs 2. Auch wieder ein bisschen überlegen, bei solchen Einschränkungen muss das so sein und warum. Wenn das am Lehrer liegt oder am Raum liegt, weil diese beiden Kurse hier im selben Raum sein sollen oder beide denselben Lehrer haben, dann macht das natürlich Sinn. Von der Logik her würde ich es natürlich eigentlich anders machen. Von der Logik her würde ich hier dann auch den gleichen Lehrer bzw. den gleichen Raum setzen. Ich mache es jetzt aber mal so, wie es hier vorgegeben ist. Katholische Religion soll ich in Schiene 1 setzen, den Religiokurs 1. Das ist der hier, den soll ich in Schiene 1 setzen. Den evangelischen Religiokurs ich sollte es mal alphabetisch sortieren. Den evangelischen Religiokurs Schiene 1 und das auch in Schiene 1 und den anderen in Schiene 2 vom Prinzip. Also niemals zusammen. Niemals zusammen kann ich leider nicht direkt sagen. Niemals zusammen mache ich jetzt einfach, indem ich Schiene 2 lege. Ein bisschen schöner wäre es, ich sage einfach, da ist der gleiche Lehrer drin, weil dann sind sie niemals zusammen. Ich gebe es jetzt einfach mal mit Schiene 2 vor, weil ansonsten hier keine Einschränkungen von Schienen sind. Ansonsten wäre die leere Variante eigentlich die schönere. So, katholische Religion ist hier, soll in Schiene 2 rein. Vorsichtshalber einmal gucken, ob das so funktioniert. Und siehe an, in Schiene 1 hier evangelisch und katholische Religion. Kunst hat sich noch dazu gemischt, ist aber okay. Schiene 2 ist hier der andere Religionskurs. Funktioniert also. Jetzt sollen hier Kunstsport und die anderen Fächern hier immer bitte maximal einmal pro Schiene. Auch da empfehle ich wieder, muss das sein. Warum? Es gibt natürlich gute Gründe hier. Kunst und Sport ist wahrscheinlich eine Limitierung bei den Räumen. Ja, eventuell bei Chemie auch oder bei Physik. Ja, aber was ist mit den anderen Fächern? Kann ich jetzt nicht so schnell sehen. Nur der Grund, damit andere Schüler vielleicht mehr Auswahl haben. Dann würde ich sowas ganz zum Schluss vielleicht mal ausprobieren. Da gibt es eigentlich vielleicht wichtigere Sachen, nämlich dass wir hier ohne Konflikt vorankommen. Aber gut, ich setze das auch einmal. Ich gehe in die Kurse rein. Und, ach gar nicht, Entschuldigung, ich gehe in die Fächer rein und sage jetzt nämlich, Kunst soll bitte maximal einmal in der Schiene vorkommen, Sport soll maximal einmal in der Schiene vorkommen, sowie maximal einmal, ich weiß gerade gar nicht, was das ist, italienischer Klasse 10 oder was, Informatik soll einmal vorkommen, Geschichte, Chemie, Physik, Erdkunde und Bio. Wir schauen mal nach, ob das Ganze denn überhaupt noch funktioniert. Und ich habe hoffentlich Glück. Das funktioniert noch. Ich suche das jetzt nicht raus, das dauert mir ein bisschen zu lange, das zu kontrollieren. Das können Sie ja gerne mal bei Ihren Daten machen.
mein Programm dann richtig rechnet oder nicht. Ja, nächster Trick, ich soll hier die Anzahl der Schüler im Sport auf 30 begrenzen. Alles klar, ich gehe bei den Ohrschildern. Ich gehe bei der Planung rein, suche mir Sport raus. Zurzeit wäre Sport hier von der Idee bis plus minus 30. Stimmt nicht ganz. Wäre nämlich, wenn man bei den Kursen guckt hier, er hat diese 30 schon bei vielen Sachen reduziert. Man sieht hier zum Beispiel katholische Religion zwischen 18 und 23 Schülern. Ja, und Sport hatte ich jetzt gerade auf maximal 30 gesetzt. Das sieht man also hier schon so ganz grob, was dann überhaupt passieren kann. Also gehe ich mal hier rein, generiere mal meinen Plan, schaue mal, ob es noch geht. Ja, geht noch. Für die Videos möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weitermachen bei dem Plan. Jetzt wird man natürlich gucken, geht es noch mit 9, geht es noch mit Kursdifferenz 1, aber das kann dann natürlich schon ein paar Minuten länger dauern. Dafür braucht man ein bisschen Zeit und ich wollte jetzt hier nicht in dem Video schneiden. Ich gucke mir lieber mal ein anderes Beispiel an. Zweite Beispiel, ich importiere hier wieder einen Datensatz. Beispiel Nummer 2. Da haben Sie gerade auch wieder gesehen, ich habe die Daten leider nicht alle Dateien gehabt, aber zumindest alle Wahlen sind hier drin. Diesmal hier ein Datensatz mit 86 Schülern. Sie sehen, diesmal sind 5-stündige Kurse dabei, also wir sprechen hier von LKs. Ich habe hier wieder hoffentlich recht komplette Wahlen. Ja, alle Schüler haben 9 bis 10 Fächer gewählt. Sie sehen hier schon die 5-stündigen Cars. Zurzeit sind 3 Schienen erlaubt. Die 3-stündigen zurzeit die Grundkurse mit 15 Cars. Grundkurse bekommen diese Endung. Naja, jetzt schaue ich erstmal, bevor ich irgendwas weitermache, geht das denn überhaupt so? Ja, geht zum Glück. Cars sind aber normalerweise hier nur 2. Und Grundkurse erlaube ich mal 9 Schienen. Ja, alles klar, ich erstelle mal eben, um zu gucken, ob es funktioniert. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Pech, dauert ein bisschen länger. Den Timer hatte ich hoffentlich schon erzählt. Hier oben ist so ein Timer, 10 Minuten hat er als Voreinstellung. Dann würde der Rechner, wenn er keine Lösung findet, neu startet. So, er hat es jetzt aber mit 11 Schienen gemacht. Ja, sieht erstmal ganz ordentlich aus. Jetzt müsste ich natürlich so ein bisschen hier vielleicht mal die Kursdifferenzen optimieren. Also gehe ich wieder zu den Stunden und sage jetzt mal plus minus 3 hier ein Schüler erlaubt. Ich will es jetzt mal nicht enger machen, damit das Rechnen nicht zu lange dauert. Plus minus 3 hatte ich nämlich vorhin mal ausprobiert. Kriegt er durchaus noch hin. Ja, hat er auch geschafft. Ne? Plus minus 3 heißt ja, als Kursdifferenz kann maximal 7 rauskommen, weil er ja im Durchschnitt einmal abrundet und einmal aufrundet. So, gehe ich mal die weiteren Einstellungen hier ein. Die LKs sollen in besonderen Schienen legen. Ich nehme an, dass die im Jahr davor genauso gelaufen sind oder an einer Koop-Schule so geplant worden sind, damit die anderen Schüler kommen können. Naja, setze ich das Ganze mal. Ich sortiere mir mal eben die LKs. Achso, die LKs nach oben. Und sehe hier der Bio-LK, der soll mal in Schiene 1 rein. Der Deutsch-LK, der deutsche LK hier, und zwar der erste, soll auch in Schiene 1 rein. Der Englisch-LK, der erste, soll in Schiene 1. Der Mathe-LK soll in Schiene 1. Der Soli-LK, soll in Schiene 1. Der Chemie-LK soll in Schiene 1. Dann haben wir noch den Deutsch-LK für Schiene 2. Da ist es nicht falsch drücken.
Deutsch LK Schiene 2. Der andere Englisch LK Schiene 2. Der Französisch LK Schiene 2. Der Mathe LK Schiene 2. Der fragt welches Fach das ist. Schiene 2 und der LK in Schiene 2. So, und mal gucken, ob der Spaß denn überhaupt noch funktioniert. Unmöglich. Oh, was habe ich gemacht? Ein Schüler soll zweimal in Schiene 1, habe ich mich nicht irgendwo vertan. Schnell nochmal gucken. Ja. Bio-LK sollte in Schiene 1 habe ich gemacht. Deutsch LK 1 in Schiene 1 habe ich gemacht. Englisch LK 1. Englisch LK 1, Schiene 1 habe ich gemacht. Mathe LK 1. Mathe LK 1, Schiene 1 habe ich gemacht. Der Sobi LK Schiene 1. LK Schiene 1, ja, habe ich gemacht. Hier sind wir vielleicht noch schief. In Schiene 1. Sobi. Ach, Chemie ist falsch. Chemie muss in Schiene 2. Chemie in Schiene 2. Ich hoffe, das ist der einzige Fehler, den ich gerade gemacht habe. Gucken wir einmal schnell. Ja, das sieht auch gut aus. Hat er gemacht. Okay, nächste Einschränkung. Der Französischkurs soll nie zusammen mit dem Kurs. Ich bin an der Realschule tätig. Ich habe jetzt gerade diese Kursbezeichnung hier nicht im Kopf drauf. So, das löse ich diesmal ein bisschen anders. Das löse ich diesmal über Lehre. Das habe ich in den Datensatz auch schon vorher eingegeben, damit das hier nicht ganz so lange dauert. Wir sehen hier nämlich Französisch und dieses R0 bekommen bei mir den gleichen Lehrer. Dann können sie nicht zusammenlegen. Französisch und evangelische Religion, ich setze den gleichen Lehrer einfach an, sie können nicht zusammenliegen. Sprich, sie sind auf jeden Fall getrennt. Im Sport gilt das gleiche hier der Sportgrundkurs 1 und 2, ich weiß nicht, Leichtathletik oder was das ist, habe ich einfach den gleichen Lehrer gegeben, dann können sie nicht zusammenlegen. In einem anderen Kurs ganz genauso, dann können sie nicht zusammenlegen. Gut, ich darf maximal 11 Schienen verwenden, ja, das habe ich ja sogar, habe ich eingestellt, passt. Also, ich habe die Vorgaben alle erfüllt. Ich muss jetzt beim Generieren ein bisschen aufpassen. Auf Lehrer achtet er nur. Und wenn ich hier oben sage, achte bitte auch auf Lehrer. Genau das gleiche ist übrigens bei Räumen auch. Auf Räume eingestellt. Muss ich gleich vorsichtshalber nachgucken. Ich glaube, Räume hatte ich aber nicht. Ne? Und das hier sind Wahlen. Das zeige ich mal nachher im zweiten Teil des Videos, wenn ich meinen anderen Datensatz einlade. Diesen Benchmark hier brauchen Sie nicht, den habe ich für Testzwecke, weil Sie wissen ja, wie das so ist. Manchmal dauert es lange, manchmal geht es ganz schnell. Ich hatte vorhin diese Sachen hier mal getestet, da habe ich hier immer nur wenige Sekunden gebraucht, deswegen dachte ich, die Voreinstellung 3.3 ist ganz gut. Jetzt habe ich gerade mal dummerweise Pech, es dauert ein bisschen länger. Ist immer schwer zu sagen, geht man jetzt das Risiko ein und wartet ein bisschen, startet man eben einmal neu. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein und warte ein bisschen, weil ich weiß, dass er das hier eben ziemlich schnell lösen konnte. Ich kann natürlich immer ein bisschen Pech haben. Ich denke, den Algorithmus kann ich noch verbessern, sodass er noch zügiger wird, zumindest wenn es um Räume und um Lehrer geht und wenn es um Umwähler geht. Bei den anderen Stellen bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich es machen soll. So, das hat er auch geschafft. Funktioniert also. Meine Vorgabe habe ich im Grunde fast erfüllt. Der nächste Schritt ist jetzt einfach, man probiert hier ein bisschen aus, das Ganze ein bisschen niedriger zu setzen und hofft, dass man noch schönere Ergebnisse bekommt.
Mehr zeige ich mal im zweiten Teil des Videos.